So, dann gehen wir mal in einen sehr schönen Teil dieses Penthouses, in den Primary Bedroom. Deckenhöhe ist schön, das Volumen ist sehr, sehr balanciert. Chrysler Building, Empire State Building. Wir sind hier auf dem 80. und 81. Stock, über 850 Quadratmeter. Die Nebenkosten belaufen sich hier ungefähr auf 26.000 US-Dollar pro Monat. Der Preis liegt hier bei 65 Millionen US-Dollar. Der Immobilienmarkt dieses Jahr, also speziell mein Segment, also das obere Segment, ist absolut am Boomen gerade. Da geht die Spanne von 2 Millionen bis 110 Millionen. Welcome to New York. Es dreht sich viel um Erfolg hier. Es dreht sich viel um Geld hier. Das ist die kapitalistische Stadt der Welt. Sag mal, du spielst gerade Bundesliga, aber jetzt möchte ich auch Champions League spielen und möchte die Champions League auch gewinnen. Da geht noch mehr. Ich bin Sebastian Steinau und bin Makler für High-End-Immobilien in der Stadt New York. Als ich in New York angefangen bin, hatte ich eine Festanstellung bei einer großen Immobilienfirma. Und mein erstes Projekt war direkt das größte private Immobilienprojekt der US-Geschichte. Hudson Yards. Jeder, der hier in New York ist, kann es eigentlich gar nicht übersehen. Es liegt so in der Mitte von Manhattan zum Hudson River, aber auf der Westseite, auf der Sonnenuntergangsseite. Ich habe dort den ersten Wohnturm, 15 Hudson Yards, mit einem Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar gelauncht. Das Interessante, warum das überhaupt möglich ist, ist, dass eben der Entwickler sich gesagt hat, du, ich kaufe die Luft über diesem Bahnhof. Da packe ich eine Plattform drauf und baue da eben meine Türme drauf. 15 Hudson Yards, 35 Hudson Yards und dann geht es so weiter mit den ganzen Geschäftstürmen. In der Mitte sehen wir hier das Wessel. Thomas Heatherwick hat das designt. Das Konzept ist schon einzigartig und toll. Ich war gerade in die USA gezogen und da eben Teil zu sein eines so großen Erfolges, macht mich das stolz. Das ist schon super. Wir haben dort in dem ersten Jahr über 1,5 Milliarde an US-Dollar an Wohnimmobilien verkauft. Die Struktur dort ist, dass ich als Festangestellter ein Fixgehalt bekomme und einen gewissen Bonus, der sich an dem Umsatz, also an dieser 1/2 Milliarde jetzt orientiert. Ich habe sehr, sehr gut Geld verdient dort, aber nicht genug, um mir einen Lebensstil zu erlauben, wo man irgendwann mal sein möchte. Da geht noch mehr. Sag mal, du spielst gerade Bundesliga, aber jetzt möchte ich auch Champions League spielen und möchte die Champions League auch gewinnen. Und den Schritt habe ich dann gemacht und bin jetzt freier Makler und kann jetzt Kunden vertreten in den ganzen Interessen auf ganz Manhattan. How was your day, Mosi? Good. We did not put her in private school. That was a very conscious decision. We wanted to give her something more authentic, something that's very specific to New York City. Wir sind ja in Chinatown, wir wohnen relativ weit von hier entfernt. Also das ist jetzt nicht die wohlhabendste Gegend in der Stadt. It teaches her that kids can be from different socioeconomic backgrounds. She's learning the language, she's learning the culture. So if New York City can offer that for free, why not? Okay, komm zu Papier. If we hire somebody who's going to drop or pick them up, that means we have less time with the kids. So we decided we don't want to have nannies. Gehen wir mal zu Scouse Pizza und dann holen wir uns Pizza, okay? Beste Pizza von New York. Das ist eine schöne Zeit für mich, weil ich dann eben auch mit den Kindern innig alleine bin und wir albern da ein bisschen rum. Ohne diese Aufopferung würde ich weniger Zeit mit meinen Kindern verbringen. A lot of times we say, oh, Sebastian says we would have help, for example, but it's a very conscious decision to do everything on our own. So let's see how long that lasts. Let's go. Let's go. Nee,
I just need a dozen East Coast oysters, 4 Bad Boys, 4 Fortune and 4 Irish Points, please. New York ist eine Stadt der krassen Gegensätze. Das heißt, meine Kinder sehen eine gewisse Armut auf den Straßen tagtäglich. Wir benutzen jeden Tag die U-Bahn. Wir haben keinen Fahrer, der uns durch die Stadt fährt. Und meine Kinder sehen natürlich auch die andere Seite. Sie sehen einen gewissen Luxus, wie wir leben zu Hause, was wir für einen Sport machen, wie wir reisen. We want to show her that it's not only one or the other. It can be one or the other together at the same time. Stellt euch das mal vor, wenn ich dann dieses Penthouse zeige, dann muss ich erstmal eine Stunde hier durchlaufen und alle Lampen anmachen. Ja, wir sind jetzt hier im Sutton Tower. Wir sind hier auf dem 80. und 81. Stock, über 850 Quadratmeter. Die Nebenkosten belaufen sich hier ungefähr auf 26.000 US-Dollar pro Monat. Chrysler Building, Empire State Building. Der Preis liegt hier bei 65 Millionen US-Dollar. Westlich natürlich die Milliardärsmeile, Billionaires Row. Wir sehen die ganzen Super Talls, wie wir sie nennen. Das ist der Steinway Tower, der Central Park Tower und 432 Park Avenue. Und dann können wir jetzt mal nach oben gehen, also in den zweiten Stock, in einen sehr schönen Teil dieses Penthouses, in den Primary Bedroom. Deckenhöhe ist schön, das Volumen ist sehr, sehr balanciert. Es gibt nicht unbedingt viele Familien oder viele Individuen in der Welt, die sich sowas überhaupt erlauben. So ist es. Diese Transaktionen, wenn man wirklich so über 30 Millionen und höher geht, die verkaufen sich nicht unbedingt leicht. Da braucht man einen langen Atem dafür. Im Falle eines Falles, dass ich es nicht schnell verkaufen kann, gibt es eigentlich nur eine Prämisse, die man ändern kann, und das ist der Preis. Es gibt immer einen Käufer in New York, der bei einem gewissen Preis zuschlägt. Ich weiß auch, wie der Hase läuft in diesem Business. Das muss schon irgendwie zielorientiert sein. Das muss schon ausgerichtet sein auf den Erfolg.